Es ist egal, was man über Parkside denkt. Es gibt eine Sache, die kann man nicht wegdiskutieren. Es gibt Geräte, die sind für den Preis wirklich so der absolute Hammer. Dazu zählt auf jeden Fall der schwarze Parkside Akku-Winkelschleifer. Ich verwende persönlich diese Geräte seit Jahren. Ich hatte auch schon Bosch-Geräte hier. Ich finde, die Parkside-Geräte haben eine viel bessere Performance, liegen besser in der Hand und haben natürlich ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotzdem gab es auch immer wieder Kritik an den Geräten. Viele Punkte haben sich die Zuschauer gewünscht, die Kunden, dass man die optimiert. Und das wurde jetzt alles an diesem neuen Parkside Akku-Winkelschleifer optimiert. Das Ganze für 39,99 €. Das heißt, hier sind verschiedene Punkte optimiert. Zusätzlich hat das Gerät verschiedene Profi-Features bekommen. Da staunt man wirklich, wenn man sich das durchliest. Und ich habe eigentlich schon 3 von den Geräten. Ich brauche den eigentlich nicht. Das Ganze hat mich aber so getriggert. Ich bin in den Lidl geschossen, habe mir so ein Gerät für 39,99 € gekauft. Und wir werden gucken, was da optimiert wurde, was für Funktionen das Gerät zusätzlich bekommen hat. Und wir machen natürlich auch einen richtig schönen Hardcore-Schleiftest und gucken, was das Gerät so abliefert. Und es gibt immer keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck ist hier wirklich gut. Diese Geräte sehen immer sowas von sauber verarbeitet aus, wenn man sich dieses ganze Kunststoff anguckt, wenn man sich hier oben das Gehäuse anguckt. Also es sieht wirklich alles ordentlich aus. Und oft sagt man so, ja, für den Preis ist es ganz okay, aber das ist hier definitiv nicht so. Das Gerät sieht ordentlich verarbeitet aus. Wenn man das Gerät in der Hand nimmt, das ist dermaßen ergonomisch, also es liegt wirklich richtig gut in der Hand. Der Taster, da kommen wir gleich zu, der liegt hier wirklich auch genau an der richtigen Position. Also ein sehr, sehr schönes Gerät. Wenn man das so in der Hand nimmt ohne Akku, dann ist es natürlich ein bisschen kopflastig, aber wenn man den Akku einbaut, einen 4 Ampere-Stunden Akku oder einsteckt, einen 4 Ampere-Stunden Akku oder einen 8 Ampere-Stunden Akku, dann ist es auch ein absolut ausbalanciertes Gerät, mit dem man wirklich toll arbeiten kann. Die grünen finde ich nicht so gut, aber diese Parkside Performance Geräte, die sind wirklich genial. Ich habe die selber hier im Einsatz und da kann man wirklich von einem nahezu professionellen täglichen Einsatz reden. Die werden hier richtig belastet und die Geräte funktionieren und funktionieren wirklich auch seit Jahren. Das Einzige, was hier wirklich viele immer wieder verkehrt machen, ist, dass sie den falschen Akku verwenden. Das heißt, so ein Akku ist nicht nur ein Energiespeicher, man hat auch einen Entladestrom. Und je größer der Akku ist, desto größer ist der Entladestrom. Ich habe hier zum Beispiel einen 4 Ampere Akku, 4 Ampere-Stunden Akku dran. Das ist so minimal, was man bei so einem Winkelschleifer nehmen sollte. Besser ist ein 8 Ampere-Stunden Akku und hier habe ich sogar einen 12 Ampere-Stunden Akku dran. Damit hat man wirklich richtig massiv Dampf. Also fliegt dir das Gerät fast aus der Hand, wenn du damit arbeitest. Das ist Wahnsinn. Aber ein 4 oder ein 8 Ampere-Stunden Akku sollte schon sein. Wenn Leute dann so einen alten 2 Ampere-Stunden Akku nehmen und dann sich wundern, dass sie den beim Schleifen oder Trennen immer wieder anhalten, da ist der Entladestrom einfach zu gering. Das ist das Einzige, was man beachten sollte. Ansonsten kriegt man hier für 39,95 € wirklich einen absolut genialen Akku-Winkelschleifer. Jetzt gucken wir uns mal ganz einfach die Verbesserungen an und gleichzeitig auch die Kritikpunkte, die es immer in der Vergangenheit gab. Das heißt, das Gerät ist extrem ergonomisch, das waren schon die letzten Versionen, das Gerät ist gut verarbeitet, liegt wirklich ordentlich in der Hand. Was die älteren Geräte natürlich immer hatten, war diese Folientastatur. Damit waren viele Leute unzufrieden. Viele Leute haben dann immer gesagt, das ist nicht langlebig, das kann man nicht irgendwo wieder reparieren. Darum gab es schon Versionen, die hatten einen Taster und die Version hat jetzt ganz einfach herkömmlichen Taster. Die Version hat hier unten ganz einfach die Möglichkeit, dass ich hier unten die Drehzahl einstellen kann. Also wieder richtig schön oldschool-mäßig, aber das ist natürlich eine langlebige Möglichkeit. Und das ist so das Erste, was sich viele gewünscht haben. Erstmal kann man das deutlich besser mit Handschuhen bedienen. Wenn man hier so eine Folientastatur hat, ist es so, das kann man nicht vernünftig mit Handschuhen bedienen. Da muss man immer hier drücken, dann muss man zweimal da drücken und. Das hat viele gestört. Und so eine Folientastatur hat natürlich immer das Problem, wenn die kaputt geht, dann ist das aus für den Winkelschleifer. Dann kann man das Ganze hier irgendwo in der Form wegschmeißen. Und da ist man wieder zu einem ganz klaren Taster übergegangen, hat hier diese Drehzahlregulierung. Und das ist wirklich, was viele sich gewünscht haben. Diese ganze Zeug mit dem Bluetooth und sowas, das nutzt sowieso am Ende des Tages kaum jemand. Darauf hat man hier auf alles wieder verzichtet. Das heißt, back to the roots, richtig schön wieder so ein Oldschool-Winkelschleifer und das in diesem schönen Design und das für den Preis finde ich schon mal super. Es gab zwischendurch schon mal Versionen, das habe ich hier
hier, da war es so, dass der Taster hier oben wirklich da war und dass man hier nur die Drehzahl variieren konnte, hatte aber auch immer ein Problem, das sieht man hier schon. Das heißt, ich habe schon relativ große Pfoten. Ich komme gerade so eben hier noch ran, um den Taster einzuschalten. Und darum hat man hier den Taster auch wieder ein Stück tiefer gesetzt und jetzt ist das richtig schön ergonomisch. Das heißt, ganz normal, wenn man hier arbeitet, hat man ganz normal die Möglichkeit, diesen Akkuwinkelschleifer einzuschalten. So, wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat eben auch gleich die beiden anderen Optimierungen gesehen. Das heißt, dieses ältere Gerät, das läuft direkt an, läuft aber sehr lange aus. Und das neuere Gerät hat jetzt einen Softstart. Das ist natürlich besser fürs Getriebe, das ist natürlich auch besser fürs Arbeiten, wenn die Kraft sanft anläuft. Und auf der anderen Seite, was sehr wichtig ist, haben die Geräte einen Quickstop. Weil wenn ich das Gerät hier einschalte, guckt euch das ganz einfach mal an. Softstart merkt man auch, hat es auch ein bisschen, aber auf jeden Fall läuft die Scheibe relativ lang nach. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, von wegen ist auch wieder Sanftanlauf und dann achtet mal darauf, wie schnell die Scheibe stoppt. Ups. Da ist ein richtig schöner Quickstop drin. Dieser Sanftanlauf ist natürlich immer gut fürs Getriebe. Das hatten andere Versionen auch schon, aber diese Stoppfunktion, die wurde hier auf jeden Fall auch mit eingebracht, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Sicherheitsfeature. Außerdem wurde diesem Gerät eine Anti-Kickback-Funktion spendiert. Und das ist natürlich auch ein sehr interessantes Feature, gerade zusammen mit dieser Quickstop-Funktion. Das heißt, wenn ich mit dem Winkelschleifer arbeite und die Scheibe verkantet sich, was macht der Winkelschleifer dann? Der schlägt um. Und je nachdem, wie konzentriert ich bin oder wie viel Kraft ich habe, kann mir das Gerät auch mal schnell außer Hand fliegen. Dann kann es wirklich extrem gefährlich werden. Und diese Anti-Kickback-Funktion, die macht dann Folgendes, die stoppt die Scheibe so schnell wie es geht. Man kennt das von den Akkubohrmaschinen, die haben sowas oft auch. Das heißt, wenn der Bohrer sich verhakt, dann schlägt die Bohrmaschine nicht um, sondern dann stoppt die so schnell wie möglich. Und das hat dieser Akkuwinkelschleifer auch. Und das sind natürlich tolle Funktionen. Wenn man sich das dann alles so zusammenrechnet und dann guckt, was so ein Gerät kostet, dann ist es natürlich so der absolute Hammer. Und halt gerade diese Kritikpunkte, die sind natürlich verständlich, von wegen, so ein Taster kann man immer wieder reparieren, sowas kann man sich auch immer wieder auseinanderschrauben, reparieren, sowas ist in der Regel viel, viel langlebiger als so eine blöde Folientastatur. Man sieht das hier auch bei meiner Folientastatur hier, die löst sich, ist aber auch schon immer wieder 3 Jahre alt, das Gerät, trotzdem löst die sich auf. Irgendwann wird der Taster kaputt sein und dann habe ich da halt Probleme. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, so ein Taster hier von wegen zum An- und Ausmachen, den kann ich auch mit noch so dicken Handschuhen bedienen. Hier so eine Folientastatur. Wenn ich ein bisschen dickere Handschuhe habe, dann wird das wirklich zum Problem. Und das hatten die Kunden halt immer wieder bemängelt und haben auch viele unter meinen Videos immer wieder bemängelt. Und irgendwo hat man sich dann da doch Gedanken gemacht und hat das Gerät noch mal ein bisschen optimiert, hat den Bluetooth-Blödsinn weggelassen, den wahrscheinlich sowieso kaum einer bei so einem Gerät nutzt und hat ein sehr schönes Gerät auf den Markt gebracht. So, und ich wollte natürlich auch einen anständigen Praxistest machen. Dafür habe ich eine Reinigungsscheibe aufgespannt. Dieser Winkelschleifer hat eine Schnellspannmutter. Das war aber auch schon in der allerersten Version mit dem Lieferumfang. Habe ich diese Reinigungsscheibe aufgespannt und dann habe ich den Körper angefangen zu reinigen. Das ist eine alte Gasflasche, die hatte ich mal irgendwann auseinandergeschnitten. Wer sowas kennt, der weiß, so eine Lackierung, so eine Beschichtung ist relativ hartnäckig, muss man mit vernünftig Kraft arbeiten und das macht der Winkelschleifer super. Also da gibt es wirklich aus meiner Sicht nichts zu beanstanden. Als zweites habe ich dann einfach angefangen, von der Gasflasche ein Stück abzutrennen. Und dafür habe ich dann die Trennscheibe genommen, die hier mit im Lieferumfang war und habe relativ schnell festgestellt, dass die nicht sonderlich gut ist. Und darum habe ich mir eine vernünftige von Klingspor eingespannt. Das ist eine Kronflex Edge, da bin ich ein riesen Fan von. Und mit der habe ich dann angefangen abzutrennen. Und nachdem ich einen gewissen Spalt hatte, habe ich einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe wirklich provoziert, dass ich hier diese Kickback-Funktion mal auslöse. Das heißt, das Ganze so ein bisschen verspannt und das funktioniert wirklich problemlos. Es geht sofort, ist dieser Winkelschleifer aus, kann man sicherlich auch sehr gut an den Bildern sehen. Ich habe das zweimal gemacht. Das einzigste Problem, was jetzt existiert, das ist, wenn man den Winkelschleifer sofort wieder anmachen will, dann geht er erstmal nicht mehr an. Das ist so ein bisschen merkwürdig vom Verhalten. Ich bin von der Drehzahl hier bei 6.
Das heißt, er hat so einen gewissen Überlastungsschutz. Jetzt geht er wieder nach 5 bis 10 Sekunden, aber im ersten Moment, wenn das Ganze ausgegangen ist, dann erschrickt man sich schon. Man kann den nicht gleich wieder einschalten. Da hat er irgendwie so eine Überlastungsschutzfunktion. Das ist jetzt so das einzigste Negative, was mir aufgefallen ist. Aber wenn man den Winkelschleifer hier verkantet, das kann man hier natürlich in so einem Schlitz völlig problemlos machen und dann schaltet er sofort ab. Ich werde jetzt nochmal den rechts abschneiden. Ansonsten das Schneiden funktioniert hier wirklich gut. Und das ist jetzt auch kein dünnes Material. Man sieht das hier. Ich mache mal Licht an. Man hat hier wirklich, ich glaube, so 6 bis 8 Millimeter Materialstärke. Das kann man hier mit der Akkuflex problemlos abschneiden. Funktioniert wirklich gut. Nur wenn man das Ganze verkantet, kleiner negativer Punkt, dann sollte man den Winkelschleifer eigentlich sofort wieder anmachen können. Hat er nicht, hat irgendeine Verzögerung, hat irgendeinen Überlastungsschutz, der da auslöst. Und dann kann man den erstmal, ich weiß es nicht, 10, 20 Sekunden nicht anmachen. Danach geht er wieder problemlos an und man kann weiterarbeiten. So, den Ring habe ich natürlich noch zu Ende abgeschnitten. Das hat sehr gut funktioniert. Dabei habe ich bewusst einmal nochmal verkantet und dann ist natürlich gleich wieder, dass die Anti-Kickback-Funktion funktioniert hat. Das ist das sehr, sehr Positive. Es dauert dann halt immer ein bisschen, bis man den Winkelschleifer wieder einschalten kann. Man kann auch den Akku rausnehmen, man kann auch einen anderen Akku einbauen. Es dauert einfach einen kleinen Moment, bis man hier wieder loslegen kann. Das ist aber das einzigste Kleine, was mir hier einfällt zu nörgeln. Ansonsten ist das ein totschickes Gerät. Das Gerät liegt unglaublich gut in der Hand. Man kann mit einem vernünftigen Akku mit dem Gerät wirklich auch sehr gut arbeiten. Man hat sich hier wieder mal verabschiedet von irgendwelchen Bluetooth-Funktionen, die wahrscheinlich sowieso nie einer genutzt hat, die auch in der Werkstatt eigentlich nichts zu suchen haben, sondern man hat hier wirklich solide Funktionen wieder integriert. Das ist das, was wir Anwender uns immer gewünscht haben und da habe ich mich wirklich tierisch drüber gefreut. Eigentlich habe ich 4 Stück von den Winkelschleifern oder 5 Stück, brauchte ich eigentlich nicht. Ich habe mir den jetzt trotzdem nochmal gekauft, weil ich da so neugierig drauf war, so griffig drauf war, das Ganze mal auszuprobieren. Und ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr positives Testergebnis. Das ist ein richtig schöner Winkelschleifer. Damit kann man wirklich vernünftig arbeiten und das für extrem kleines Geld. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Schneiden und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben, einen schönen netten Kommentar hier unter zu schreiben und natürlich den Kanal zu abonnieren. Bis dann, euer Manni.